Hast du ein paar Pfund mehr auf der Waage und dazu noch Rückenschmerzen? Rückenschmerzen und Übergewicht. Zwei Herausforderungen, die viele Menschen kennen. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Weg gibt, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Und du erfährst in diesem Video, welche Übungen du machen kannst, um deinen Rücken zu entlasten und endlich beschwerdenfreier dich zu bewegen. Wusstest du, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen die Stärke deiner Rückenschmerzen und die Einschränkungen, die damit verbunden sind, mit deinem BMI? Das heißt, je mehr jemand wiegt, desto stärker tun die Schmerzen auch weh und desto schlechter kann er sich bewegen. Abnehmen hat einen positiven Effekt auf die Schmerzen. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man nur 10% von seinem Körpergewicht verliert, die Intensität der Schmerzen schon deutlich abnehmen. Das Problem dabei ist, um abzunehmen, musste man sich mehr bewegen. Und genau das ist das Schwierigste, wenn das alles einfach zu doll wehtut. Je mehr jemand Schmerzen hat, desto weniger bewegt er sich. Je weniger Bewegung, desto mehr nimmt auch das Gewicht zu. Und das sorgt wiederum für mehr Schmerzen. Dazu kommt noch, dass das Fettgewebe selbst entzündungsfördernde Hormone produzieren. Diese Substanzen reizen dann die Nerven, wodurch du noch mehr Schmerzen verspürst, beziehungsweise diese werden als noch stärker empfunden. Und dann noch eine kleine Besonderheit von Menschen, die übergewichtig sind. Wenn Menschen zunehmen, ist es sehr häufig, dass diese Fettansammlung im Rumpfbereich, in den vorderen Rumpf- und Oberschenkelbereich ist. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt nach vorne. Das heißt, deine Rückenmuskulatur muss ja noch viel stärker arbeiten, um dich wieder auf den aufrechten Stand zu halten. Diese Daueranspannung auf dem vorderen Bereich sorgt dafür, dass der Rückenstrecker ständig angespannt wird. Dadurch wird diese Muskulatur schneller ermüdend, weil sie nicht ständig arbeiten muss. Außerdem ist es besonders bei diesen Menschen, dass sie eine Einschränkungen haben an der Beweglichkeit der Hüfte und auch der Wirbelsäule selbst, weil durch das Volumen sie diese Gelenke gar nicht endgradig bewegen können. Ein reguläres Training sorgt dafür, dass die Schmerzen abnehmen. Wenn die Patienten weniger Schmerzen haben, werden sie im Alltag auch aktiver. Mehr Aktivität sorgt für Gewichtsverlust. Außerdem, durch Bewegung bekommst du wieder ein Vertrauen in deinen Körper, dass es nicht so zerbrechlich ist, wie es häufig dargestellt wird. Angst vor Bewegung ist einer der Hauptfaktoren bei chronischen Schmerzpatienten. Je aktiver du bist, desto mehr Sicherheit über deinen Körper wirst du erfahren. Das sorgt dafür, dass du aktiv im Alltag bist und weniger Schmerzen spürst. Und wenn du wissen willst, welche Übung du gegen Rückenschmerzen machen kannst, wenn du übergewichtig bist, dann komm mit, das zeige ich dir jetzt. Dieses Übungsprogramm, was ich dir jetzt zeige, wurde spezifisch für übergewichtige Menschen entwickelt. Und wir beginnen mit Rückenlage. Leg die auf den Rücken. Jetzt bringst du deine beiden Beine in 90 Grad nach oben. Hüfte in 90 Grad, Knie in 90 Grad. Deine Füße, die zeigen die Zehe, die ziehst du zu dir ran. Deine Hände nimmst du jetzt im Nacken und jetzt kommst du mit dem Rumpf nach oben. Wenn du oben angekommen bist, einfach in dieser Position 10 Sekunden lang halten. Versuche normal weiter ein- und ausatmen und nach den 10 Sekunden einfach langsam wieder runter und die Beine wieder ablegen. Kurze Pause und dann gleich das nächste. Beine nach oben, Knie gebeugt und den Rumpf nach oben bringen. 10 Sekunden halten, weiter normal ein- und ausatmen und dann wieder ablegen. Kurze Pause und so wiederholst du es 10 Mal. Das heißt, eine Serie sind 10 Wiederholungen und jede sollst du für mindestens 10 Sekunden halten. Insgesamt führst du diese Übung für 5 Serien durch. Als nächstes bleibst du weiterhin in dieser Position, das heißt Knie zu dir herangezogen in 90 Grad, Hüfte in 90 Grad, beide Hände nach oben und jetzt abwechselnd bringst du ein Bein nach unten und gleichzeitig auch
den gegenüberliegenden Arm nach oben weg und wieder nach oben. Nach unten bringen und wieder zurück. Mit dieser Übung trainierst du deine schräge Bauchmuskel und gleichzeitig die Koordination von Arm und Bein. Wiederhole 12 Mal auf eine Seite, bleib weiterhin in der Position und dann nochmal 12 mit der anderen Seite. Achte darauf, wenn du dein Bein nach unten bewegst, dass du nicht übermäßig ins Hohlkreuz kommst. 12 Wiederholungen und dann ist die Serie durch. Ebenfalls hier solltest du 5 Serien dieser Übung durchführen. Als nächstes geht es in den Vierfüßlerstand. Besonderes hier solltest du dir ein paar Kissen unter deine Knie platzieren. Abgesehen davon, dass es einen weicheren Untergrund macht, was für dein Knie schonend ist, sorgt es auch dafür, dass es leichter instabiler ist. Durch diese Instabilität aktivierst du mehr Muskel in deinem Rücken und Bauch, als wenn du es auf dem Boden machen würdest. Vierfüßlerstand, deine Hände unterhalb deiner Schulter. Versuche deine Wirbelsäule neutral zu halten. Das heißt nicht übermäßig gerade, aber auch nicht in Hohlkreuz fallen lassen. Bleibe mit deiner Wirbelsäule neutral und jetzt versuchst du, dein rechtes Bein zu strecken und gleichzeitig auch das linke Arm dazu. Und nun führe 12 kleine Bewegungen nach oben Richtung Decke. Achte darauf, dass dein Rumpf weiterhin in einer geraden Ebene bleibt. 12 Wiederholungen nach oben und dann loslassen, entspannen und die gleiche Übung nochmal auf der anderen Seite. Vierfüßlerstand, die Knie hüftbreit auseinander, deine Füße sind aufgestellt, die Zehenspitzen berühren den Boden. Nun kommt der rechte Arm nach vorne, das linke Bein wird gestreckt und 12 Wiederholungen bringst du jetzt beide Extremitäten nach oben Richtung Decke. Vergesse nicht dabei, dass du versuchst, mit deiner Spannung die Wirbelsäule ganz gerade zu halten. Und auch diese Übung 5 Serien durchführen. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter wissen willst, wie du mit einfachen Übungen zu Hause deine Gesundheit fördern kannst, Schmerzen linderst und im Alltag aktiver wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für Übungen für deine Gesundheit. Als nächstes geht es nun um eine Plank Position. Dafür zurück mit unserer kleinen Rolle unter die Knie, aber du wirst versuchen, deine Beine ein bisschen weiter nach hinten gestreckt zu lassen und jetzt statt die Hände platzierst du deine Unterarme auf dem Boden. Und die leichteste Variante von dieser Übung ist, dass du einfach deine Knie auf dem Boden lässt und dann in dieser Position versuchst, eine Gerade zu halten. Das heißt, das Becken hebst du vom Boden hoch und du hast ungefähr eine gerade Linie, was deine Schulter, Rücken und Becken und leicht abgehen bis zum Knie. Diese Position für 10 Sekunden halten. Wenn es dir zu leicht ist, kannst du auch gerne die schwere Variante machen. Das heißt, Knie werden gestreckt und du hältst dich an den Zehenspitzen. 10 Sekunden bleiben in den Unterarmstütz und dann wieder ablegen und loslassen. 10 Sekunden lang 5 Serien. Und dann ist auch der Plank fertig. Rückenstrecke, Bauch haben wir schon trainiert und jetzt kommt die seitliche Muskulatur. Dafür bleibst du weiterhin auf dem Boden, aber nun wirst du deine Beine beide beugen, erstmal Tick weiter nach hinten bringen und wieder in den Unterarmstütz gehen. Bei dieser Übung aktivierst du nun die seitlichen Bauch- und Rückenmuskel. Probiere deinen Oberarm nach oben zu strecken Richtung Decke. Das obere Bein wird jetzt halt auch gestreckt, Fuß bleibt auf dem Boden und in dieser Position hebst du dein Becken vom Boden hoch. Bleib hier oben für 10 Sekunden, bis du dann langsam den Rumpf wieder absenkst
und auch den Arm wieder nach unten bringst. Und auch hier 10 Wiederholungen für jeweils 10 Sekunden oben bleiben. Atmen durchgehen die ganze Zeit, halte nicht die Atmung ein. Wenn es für deine Schulter anstrengend ist, dann gibt es auch noch eine kleine Variante dazu. Und zwar, dass du deinen Rumpf jetzt auf einen Stuhl oder einen kleinen Hocker ablegst. In dieser Position verteilst du jetzt dein Gewicht zwischen Schulter und Rumpf, was dann die Belastung für deine Schulter weniger wird. Und hier kommst du dann mit der unteren Seite vom Boden hoch. Im besten Fall würdest du in der Lage sein, dein Knie auch zu strecken. Glaub's mir, es ist leichter als auf dem Boden. Auch ebenfalls hier das obere Arm nach oben. Du kannst auch das obere Bein strecken, dadurch wird es ein bisschen schwieriger. 10 Sekunden bleiben, um dann alles wieder abzulegen und sich zu entspannen. Diese Übungsroutine wurde 4-mal in der Woche durchgeführt für 4 Wochen. Nachdem die Patienten diese Übungen gemacht haben, hatten die danach deutlich weniger Schmerzen und konnten vor allem sich auch deutlich besser bewegen. Also, wenn du mit Übergewicht und Rücken zu tun hast, probiere sie aus. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!